Das neue Orbea Rise. Ich kann das heute testen, möchte einen Reichweitentest machen, also bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, wie weit wir kommen mit dem neuen RS-Motor, dem 630 Wattstunden Akku und voller Boost-Modus. Das neue Rise kommt mit zwei Akkuvarianten, 630er oder 420er. Die beiden Akkus unterscheiden sich im Gewicht so ungefähr um 1 Kilo. Also der größere Akku ist 2,9 knapp, der andere nicht ganz 2 Kilo schwer. Da gibt es auch einen Range Extender, noch einmal 210 Wattstunden, kann man zusätzlich sich da ans Bike packen. Der Motor war bei den alten Rise Bikes jeweils gedrosselt auf 55 Newtonmeter. Der Motor gäbe aber 85 Newtonmeter her. Hier hat Orbea uns nun die Möglichkeit gegeben, das individuell zu wählen. Also in der App kann ich einstellen, ob der Motor 85 oder 55 Newtonmeter ausgeben soll. Ich habe das jetzt hier auf 85 natürlich gemacht. Ich möchte sehen, wie weit ich effektiv komme mit der vollen Unterstützung. Das Bike ist so immer noch ein Light E-Bike. Was heißt Light in diesem Fall? 20 Kilo schwer ist das Ding. Die Top-Version soll um die 16,5 Kilo wiegen. Ich teste die SL-Variante, also die eigentlich Trail-Variante. Dann gibt es noch eine LT-Variante, das ist dann die Long-Travel-Variante. Die kommt mit 160, 150 mm Federweg. Hier haben wir 140, 140. Fox-Fahrwerk, alle anderen Komponenten kommen von Shimano, also Bremsen, Schaltung und auch der Motor. Laufräder haben wir Alu-Laufräder, bei der Top-Variante sind es dann Carbon-Laufräder. Diese günstigere Variante kostet um die 8.000 Franken, die teurere dann um die 11.000. Irgendwann soll es dann auch noch billigere Varianten geben, aber da müssen wir uns noch etwas gedulden. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich euch mit auf den Test. Viel Spaß! So, das sind die ersten Meter, die es jetzt hier hochgeht. Das ist eine Straße mit ziemlich grobem Kies, steil, mit dem Biobike so mäßig spaßig. Mit dem E-Bike geht das ganz gut. Das Cockpit ist ziemlich aufgeräumt. Auch vom Motor sieht man da wenig, bis auf diese Steuereinheit hier. Es gibt kein Display oder dergleichen. Jetzt hier im Oberrohr zum Beispiel eingebaut. Ich sehe auch nicht direkt den Akkustand. Wenn ich den Akkustand sehen möchte, muss ich entweder ein Garmin-Device haben, das ich zum Beispiel hier hinklippen kann, oder die App herunterladen und dann jeweils auf der App schauen. Es zeigt mir hier zwar eine grüne LED an, bis 21% zeigt die grün. Danach von 11 bis 20% rot. Alles, was unter 10% ist dann rot blinkend. Sind wir schon ordentlich gestiegen. Der Motor, der schiebt ganz schön, muss ich sagen. Das geht da ruckzuck den Berg hoch. Sobald ich dann oben bin, gibt es ein kurzes Zwischenfazit und dann sehen wir auch, wie viel Akku ich noch habe. Es hat die letzten Tage ordentlich geregnet. Ich bin gespannt, wie nass die Trails hier sind. Ich bin auch gespannt, wie gut ich mit den 140 mm zurechtkomme. Aber es fühlt sich schon ziemlich natürlich an hier drauf. Der erste Zwischenanstieg ist geschafft. Ich habe 365 Höhenmeter auf der Uhr. Der Akku hat noch genau 80% Restkapazität. Jetzt geht es in den ersten Trail. Super. Wird wohl alles noch etwas nass sein hier. Ja. Ich muss sagen, so die ersten Meter fühlen sich da schon ganz gut an. Here we go. Und da geht es gleich wieder den Berg hoch. Jetzt gehen wir da hoch irgendwo. Jetzt müssen es noch einmal etwa 400 Höhenmeter sein, die ich abspule. Das Bike ist super cool, ist leicht und agil. Ich fahre eigentlich ein Enduro-Bike, 160 mm Federweg vorne. Das merkt man dann schon etwas, dass einem da ein paar Millimeter fehlen, muss ich sagen. Aber insgesamt bisher super. Es
fühlt sich überhaupt nicht schwer an. Mit diesen 20 Kilo ist man doch noch weit unter den gängigen Full Power AMTBs, die da um die 4-25 Kilo liegen. So, ich bin fast oben. Würde ich jetzt gerne sagen können, wie viel Akku ich noch habe. Geht aber leider nicht. Dafür brauche ich mein Handy. Und jetzt geht es hier noch einmal ziemlich steil hoch. Mit dem Biobike fast unmöglich. Also man trifft alles richtig gut, diese Absätze hier. Mit dem E-Bike sollte das aber kein Problem sein. Ich befinde mich kurz vor Downhill Nummer 2. Habe jetzt 760 Höhenmeter gemacht. Der Akku hat noch genau 60%. Keine Ahnung, ob das immer 20% Schritte sind oder ob ich einfach zweimal Glück gehabt hatte mit 80 und 60%. Ich werde es beim nächsten Mal sehen. Und jetzt geht es da einen Klösterli Trail. Das ist ein Trail von der lokalen Bike Community. Und es geht los. Gleich mit einem meiner Lieblingsteile. Hoppala. Das ist ein super schneller Teil hier. Finde ich extrem cool. Und das Bike macht das ganz ordentlich mit. Was ich sagen kann, das Bike ist da jetzt im Downhill absolut ruhig. Ich höre kein Knattern, keine Schläge, gar nichts. So, ich habe 1000 Höhenmeter, bin mitten im Uphill und noch 40% Restakku. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, sonst müsst ihr mir es glauben. Weiterhin im Boost unterwegs. Ich habe schon 21 Kilometer und ja, es geht schon noch ein wenig berghoch. Mal sehen, ob ich das schaffe, ob der mich da hochbringt. Uphill Nummer 3 ist geschafft. Da vorne seht ihr die beiden Mieten, großer und kleiner Mieten. Schau auf die Uhr, 1233 Höhenmeter. Die Anzeige ist immer noch auf grün und der sagt noch 30%. Also lange wird die Anzeige nicht mehr auf grün sein. Jetzt geht es aber erstmal nochmal runter. Die 1600 werde ich möglicherweise erreichen. Jetzt geht es erstmal wieder runter. Und dann komme ich nochmals hier hoch. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht mehr ganz hoch, aber das werden wir sehen. So, Trail Nummer 3 ist gleich geschafft. Und hier geht es auch schon wieder hoch. Das ist praktisch. Kaum ist man unten, geht es wieder hoch. Ich hoffe, ihr könnt das Licht hier sehen. Soeben ging die grüne LED aus und rot ist angesprungen. Das heißt, 20% Akku sind noch drauf und ich habe 1350 Höhenmeter. Gibt noch ein paar wahrscheinlich. Wenn es nicht an meiner Leistung liegt, dann habe ich das Gefühl, dass seit die LED auf Rot ist, der Akku etwas an Leistung eingebüßt hat. Also jetzt kommt kaum noch was vom Motor. Na endlich. Die Anzeige blinkt. Ich bin langsam ziemlich fertig, muss ich sagen. Und wäre froh, wenn der Akku leer wäre. Es kommt auch kaum noch was. Irgendwie kriege ich den Akku noch leer. Und dann sehe ich da 1612 Höhenmeter. Bin also schon über dem, was Orbea angibt. Nicht schlecht. Aber der Motor, der gibt und gibt einfach nicht auf. Muss weitertreten. Es ist geschafft. Die Anzeige blinkt, der Motor ist aus. Und ich habe 1840 Höhenmeter auf der Uhr. Das war's mit dem Orbea Rise SL. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich fertig gemacht. Ich habe das Bike fertig gemacht, respektive den Akku. Ich bin jetzt ganze 1850 Höhenmeter damit hochgefahren.
Es war viel, es war mehr als Orbea angibt als Reichweite. Die geben 1600 Höhenmeter an. Ich bin recht beeindruckt, wenn ich jetzt da den Dreisatz mache. 420 Wattstunden gibt 1230 Höhenmeter mit dem kleinen Akku, was auch schon ganz ordentlich ist, muss ich sagen. Wenn man da mal Eco oder so fährt, dann sind 2000 Höhenmeter auch kein Problem damit. Ja, Abwärtsperformance, es ist ein Trailbike, das habe ich jetzt da bei den Trails rund um Einsiedlung gemerkt. Ich würde wohl eher auf ein LT setzen. Ich mag das dann doch eher, wenn man da etwas mehr Reserve hat. Jetzt schaue ich mir da mal an, wie viele Kilometer denn das waren. Das waren nämlich 36,7 Kilometer und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 14,6 Kilometer mit 2 Stunden 31 Moving Time. Also ja, ist ganz ordentlich, würde ich sagen. Jetzt geht's nach Hause, was essen. Abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Auch danke an Veloecke, die haben mir das Bike zur Verfügung gestellt. Das Rise, die haben auch Trek, die haben Orbeas, die haben auch Smith-Helme im Sortiment. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, dann schaut da vorbei. Die haben bestimmt was für euch auch im Angebot. Bis dann, abonniert meinen Kanal und tschüss. Bleiben.